Schlechte Nachrichten aus Paraguay. Hier wird gerade ein Gesetzesvorhaben im Parlament diskutiert, wonach Bitcoin-Mining für 6 Monate komplett verboten werden soll. Es sollen auch noch andere, weitreichendere Gesetzesänderungen dazukommen, die dann auch die generelle Verwendung von Kryptowährungen hier erschweren oder sogar unmöglich machen sollen. Was es damit auf sich hat, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Vielleicht hast du mitbekommen, dass Paraguay in den letzten Jahren hier zunehmend beliebter wurde für Bitcoin-Miner. Und das ist kein Wunder, denn die Energiepreise sind niedrig. Es gibt wenig Regulierung. Also für alle Bitcoin-Miner ein Traum. Und tatsächlich wurden hier in den letzten Jahren auch ganz legale Bitcoin-Mining-Farms gegründet, vielfach mit Geld aus den USA und dann natürlich auch gleich im großen Stil. Die Regierung sagt nun, dass hier im Windschatten dieser legalen Bitcoin-Mining-Industrie eine große Schattenwirtschaft an Bitcoin-Minern entstanden ist, die letztlich den Strom stehlen. Das ist ihre Aussage und damit die Energieversorgung des Landes bedrohen. Zusätzlich macht man sich auch Sorge um den Verbraucherschutz, um den Anlegerschutz. Man möchte nicht, dass hier die Bevölkerung in Paraguay irgendwelchen Betrügern auf den Leim geht. Daher soll wohl ganz grundsätzlich die Speicherung von Kryptoassets in Paraguay und auch der Handel gemäß diesem Gesetz verboten werden. Was das konkret heißt, das lässt sich so genau gemäß dem Gesetz nicht sagen. Es sieht ganz danach aus, wie wenn hier letztlich jeglicher Gebrauch von Krypto in Paraguay verboten werden soll. Jedenfalls, wenn es nach dieser Gesetzesvorlage geht. Ob diese dann allerdings so vom Parlament verabschiedet wird, das kann man natürlich noch nicht sagen. Da muss man abwarten. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, kochen die Emotionen jetzt schon hoch. Es gibt viele Kommentare in den sozialen Medien hier von Insidern, von Experten. Viele sagen, dass natürlich die Regierung, das Parlament in Paraguay komplett durchgedreht ist, denn natürlich dieser Umsatz, der hier jährlich beschert wird durch die legalen Kryptominer, den beziffern manche auf 200 Millionen Dollar. Das sind nur die Energiekosten, die dort entstehen. Und das ist natürlich ein großer Markt, wenn du bedenkst, dass das gesamte Bruttosozialprodukt von Paraguay nur 41 Milliarden US-Dollar beträgt. Daher fragt man sich in der Szene, was um Gottes Willen hier die Parlamentarier reitet, damit sie zu einem solchen Entschluss kommen. Viele sagen auch, dass ja die Armut in Paraguay tatsächlich in den letzten Jahren zurückgegangen ist, genau aus den Gründen, die auch die Bitcoin-Miner anziehen, nämlich wenig Regulierung und unternehmerische Freiheit. Was ist meine Einschätzung der Lage? Nun, ich denke, man muss hier zunächst mal hinter die Kulissen schauen. Ich selbst war noch nie in Paraguay, aber wir haben Mandanten, die in Paraguay leben, die von Deutschland nach Paraguay umgezogen sind, die auch dort zum Teil ziemlich viel investiert haben, die dort zum Beispiel Landwirtschaften gekauft haben oder andere Unternehmen. Also ich rede jetzt davon, Millionenbeträge dort investiert zu haben. Wenn man so große Investitionen in einem Land vornimmt, dann ist es unvermeidlich, dass man dann eben mit Personen in Kontakt kommt, die das wirkliche Sagen haben, die oftmals hier sozusagen im Hintergrund die Strippen ziehen. Und meine Mandanten haben mir gesagt, dass man dort dann relativ schnell erkennt, dass schon ein beträchtlicher Teil letztlich der Wirtschaft in Paraguay hier am Drogenhandel hängt. Ja. Nicht, dass jetzt in Paraguay selbst hier Kartelle ihren Sitz haben oder von dort operieren, dass aber eben Paraguay als Plattform genutzt wird, um hier entsprechende Drogengelder zu waschen, in den Umlauf zu bringen oder sagen wir mal hier in den sauberen Geldkreislauf zurückzuführen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass es früher recht einfach war, zum Beispiel in Paraguay ein Konto zu eröffnen, auch für Ausländer. Das ist heute praktisch gar nicht mehr möglich. Wenn du in Paraguay keinen Wohnsitz hast, bekommst du dort kein Konto. Das ist letztlich den Amerikanern zu verdanken, die ja vor einigen Jahren mal so richtig auf den Tisch gehauen haben, weil sie eben diese Connection zwischen den Drogenkartellen und Paraguay gesehen haben und dem letztlich Einhalt gebieten wollten. Seitdem hat sich die Compliance in Paraguay hier stark verschärft, was eben Konten, Finanzprodukte und so weiter anbelangt. Das heißt, außer du wohnst da, ist es schwierig oder gar unmöglich, hier entsprechende Dienstleistungen dort zu nutzen.
Und ich könnte mir vorstellen, obwohl ich dafür keinerlei Beweise habe, dass diese Gesetzesvorlage, die jetzt gerade diskutiert wird, in Paraguay im Gesetz aus der gleichen Richtung kommt, möglicherweise hier Unterstützung der USA hat, weil im Grunde befürchtet wird, dass Bitcoin-Farms letztlich als Scheinfirmen benutzt werden, um hier Gelder zu waschen. Und das ist ja auch relativ einfach vorstellbar, gerade bei dem aktuellen Wert von Bitcoin. Du lässt dir als Drogenkartell in Paraguay eine Bitcoin-Farm registrieren. Dort werden dann Bitcoins hin verschoben. Du lässt dir letztlich also die Drogen mit Bitcoin bezahlen und dann kannst du letztlich diese Bitcoins dann in das normale Bankensystem zurückführen und kannst erklären, ich habe diese Bitcoin letztlich hier gemeint. Und damit ist dann letztlich das Ganze gewaschen. Ich denke, es geht genau um diesen Zusammenhang bei diesem Schritt. So stellen es sich jedenfalls Außenseiter naiv vor, könnte ich mir vorstellen. Ob das wirklich so ist, ob wirklich die Gefahr besteht, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin nicht zu 100% sicher, aber wie gesagt, ich weiß von Mandanten, dass letztlich doch schon relativ viele Drogengelder hier durch Paraguay abgewickelt, investiert werden und so weiter und so fort. Warum ist diese Geschichte für dich wichtig? Wenn auch du dir überlegst, im Ausland zu investieren, möglicherweise in Schwellenländern, ich sage ja oft, dass Schwellenländer für dich sehr interessant sein können, denn möglicherweise kannst du dort heute einen günstigen Einstieg finden, zum Beispiel dort investieren, zum Beispiel dort auch eine zweite Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltsbewilligung erlangen. Und wenn sich diese Länder dann positiv entwickeln, dann kannst du in 20 Jahren auf dein Investment zurückschauen und dich freuen. Überleg mal, wenn du vor 20 oder 30 Jahren in Dubai oder in Singapur investiert hättest. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man Paraguay damit unbedingt vergleichen kann, aber dennoch wissen wir, dass sich manche Schwellenländer eben positiv entwickeln und dass man dort am besten heute einsteigt, um dann die positive Entwicklung und den Wertzuwachs mitzunehmen. Wichtig ist eben dann, dass du wirklich verstehst, was hinter den Kulissen passiert. Jetzt in unserem Beispiel Paraguay eben hier die Hintergrundinformationen, die ich dir gerade eben genannt habe. Weil sonst investierst du und investierst und investierst und möglicherweise ist deine Investition von vornherein bedroht und wird keinen Erfolg haben, aber nicht, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast oder irgendwas falsch gemacht hast in dem Land, sondern weil die Rahmenbedingungen von Anfang an so sind, dass dein Investment dort nicht florieren kann. Wenn es tatsächlich so ist hier, dass jetzt zum Beispiel Bitcoin-Farms in Paraguay verwendet werden, großteils von Drogenkartellen, um Gelder zu waschen, dann kannst du dort deine legale Bitcoin-Farm hinbauen. Es ist zweifellos, dass du dann mitgerissen wirst, wenn es dann zu staatlichen Sanktionen kommt, so wie wir sie jetzt sehen. Daher ist es wichtig zu verstehen, was passiert wirklich in diesen Ländern, hinter die Kulissen zu schauen, dich mit Insidern zu unterhalten, die sich dort auskennen und dich entsprechend beraten können. Wenn auch du Interesse hast, ins Ausland umzuziehen oder in Paraguay zu investieren oder in einem anderen Schwellenland, um hier Vermögen aufzubauen, um geografisch zu diversifizieren, um vielleicht deine Steuern zu optimieren, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Mach's gut und bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.